Unscheinbar von außen, revolutionär von innen. CERN. Das Higgs-Teilchen, das World Wide Web, wichtige Grundlagen der Krebsforschung. Hier wurde schon mehrmals Geschichte geschrieben. Ein Grund für die großen Erfolge ist die innovative Unternehmensstrategie Planning for the Unknown. Doch wie lässt sich das auf Wirtschaft umlegen? 3 Key Takeaways vom wichtigsten Forschungsstandort der Welt. Krieg, Energiekrise, Inflation. Wie kann und soll ein Unternehmen in diesen Zeiten planen? Vor fast 70 Jahren wurde CERN gegründet. Ein langer Zeitraum inklusive etlicher erfolgreich gemeisterter Krisen. Wir versuchen also Probleme oder Herausforderungen, wenn sie sich stellen, versuchen die ganzheitlich anzugehen, auch von verschiedenen Seiten zu betrachten und dann eben gemeinschaftlich in Diskussionen, in Zusammenarbeit, in internationaler Zusammenarbeit vornehmlich dann auch Lösungen dazu finden. Und ich glaube, das ist am Ende das Erfolgsgeheimnis, dass wir es auch immer wieder schaffen, solche Herausforderungen und solche Schwierigkeiten zu überwinden. Und dieses Erfolgsgeheimnis will CERN eben nicht für sich behalten, sondern bringt es in Zusammenarbeit mit der WKÖ und Terramata direkt an die Unternehmer. At CERN, scientists are looking for exponential changes to find the origin of the universe. Normally, companies need to tackle very short-term or mid-term challenges that forces normally to think in an incremental way. But what we want is to help to change this mindset and think about the future in an exponential way and make major changes on how we think about the future. Die Kernessenz lässt sich auf 3 wichtige Punkte reduzieren. 3 things that are really important for us is that first of all that we have to have the purpose. Some people outside our field will call it maybe vision, in the sense that we really believe that it is worthwhile putting all our effort in understanding how the universe evolved, what are the fundamental laws of physics, and what are the fundamental forces within. The second point is that we need to have commitment, and young people who come here, they might work tens of years on a physics experiment. And then the third one, which is really linked to the power of collaboration, is the principle of tolerance. So we want people who think differently, speak differently, dress differently, but are passionate about the same ideas, the same language, which in our case would be physics and mathematics. Ein Denkansatz, der insbesondere in diesen Zeiten hilfreich sein kann. Das ist fast schon eine immanente Logik zu sagen, je bunter die Perspektiven, je mehr ich offen kombiniere, je unterschiedlicher die Menschen sind, die auf das Problem drauf schauen, umso größer eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Kombination dieser unterschiedlichen Sichten was entdeckt, was man noch nicht gesehen hat. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Ansatz, vor allem in besonders schwierigen Situationen oder eben in Situationen, wo wir vor großen Herausforderungen stehen, wie lösen wir die Frage der energetischen Transformation unserer Systeme. Und das macht diesen offenen Innovationsansatz aus und das ist sicher eines der Herzstücke der kulturellen Herangehensweise hier am CERN. Da können wir viel davon lernen. Denn die Zukunft ist und bleibt unbekannt und damit ist in diesem Fall die Lösung naheliegend. Es braucht fast immer einen Plan für das Ungewisse.